machen wir das Ohr. Das sieht so aus. Wir brauchen 2 davon und das zeige ich euch jetzt. Wir machen einen verstellbaren Fadenring. Und in diesen Fadenring häkeln wir 5 feste Maschen. Die zweite Reihe, jetzt machen wir eine Reihe, und zwar machen wir Stäbchen und 3 Luftmaschen als Ersatz für ein Anfangsstäbchen. Dann häkeln wir ein Stäbchen in die gleiche Masche und in die nächsten 4 immer 2. Dann haben wir am Ende der zweiten Reihe 10 Maschen. So, jetzt haben wir 10 Maschen und jetzt kommt die dritte Reihe. Da machen wir wieder 3 Luftmaschen als ein Anfangsstäbchen und wieder 2 Stäbchen in eine Masche. Am Ende der Reihe haben wir 18 Stäbchen. Und noch eine am Schluss und dann ist das Ohr fertig und davon machen wir jetzt noch ein Ohr. Nun machen wir die Pfote, davon brauchen wir 4 Stück und das zeige ich euch jetzt. So, wir häkeln einen Fadenring und häkeln die erste Reihe mit 6 festen Maschen. Für den Fadenring habe ich auch noch ein extra Video gemacht. Wenn ihr den öfter macht, also den müsstet ihr dann ohne weiteres jederzeit machen können. Den Fadenring kann man etwas anziehen. Die erste Runde, also wir häkeln die Pfote in Runden, das heißt die erste Runde 6 feste Maschen, die zweite Runde, da machen wir ein Ersatzstäbchen mit 3 Luftmaschen und nun ein Stäbchen in die gleiche Masche und dann immer fortlaufend 2 Stäbchen in eine feste Masche. Am Ende der zweiten Runde haben wir 12 Stäbchen.
Anfang ist ein bisschen schwer. So, jetzt sollte es leichter gehen. Zwölf. Das heißt, wir schließen die Runde mit einer Kettenmasche. So, und nun häkeln wir die dritte Runde. Da machen wir wieder ein Ersatzstäbchen. Also erst einmal noch ein Stäbchen in die gleiche Masche und dann jeweils 2 Stäbchen in eine Masche. Am Ende der Runde haben wir 24 Stäbchen. Und wir beenden wieder die Runde mit einer Kettenmasche. Und nun kommt die vierte Runde. Da machen wir wieder 3 Ersatzluftmaschen. Also hier machen wir dann Folgendes in der vierten Runde. Da wechseln wir immer 2 Stäbchen in eine Masche. Und danach in dieses nächste Stäbchen ein Stäbchen. Und das immer im Wechsel. 2 in die gleiche und ein Stäbchen in die nächste. Die ganze Runde. Und dann haben wir am Ende der vierten Runde 36 Stäbchen. So, jetzt sind wir rum mit der vierten Runde. Jetzt schließen wir die Runde mit einer Kettenmasche. Und ab jetzt häkeln wir in Reihen. Weil jetzt kommen nämlich die 10. Und das wird unsere letzte Reihe, die 5. Und zwar machen wir da eine feste Masche. Also wir können jetzt so weiter häkeln, wir brauchen nicht drehen. Wir häkeln eine feste Masche, 2 Stäbchen und eine feste Masche nacheinander. Das ist ein C, der ist auch ein bisschen gewölbt, kann man hier sehen. Jetzt kommt der zweite C, wieder 1, 2 und eine feste Masche. Insgesamt sind es 15
und 20 Maschen. So, jetzt sind wir fertig. Jetzt machen wir die Zehen und den Ballen. Und zwar für die Zehen nehmen wir 3 Luftmaschen auf und schließen die zum Ring mit einer Kettenmasche. Und in diesen Ring häkeln wir 6 feste Maschen. Dann ist der eine Zeh fertig und wir brauchen 5 davon für eine Pfote. Nun kommt der Ballen. Für die Pfote, für jede Pfote brauchen wir einen Ballen und dafür brauchen wir die 4,5 Häkelnadel. Und dann machen wir 6 Luftmaschen. Wir häkeln in Reihen, das heißt die erste Reihe sind 6 feste Maschen, ohne Wendeluftmasche. Wir drehen und häkeln 4 feste Maschen und die letzten beiden maschen wir zusammen ab. 1, 2, 3, 4 und die maschen wir zusammen ab. So, nun drehen wir wieder. Nun häkeln wir 3 feste Maschen und die letzten beiden maschen wir ab. Nun kommt die letzte Reihe. Wir häkeln 2 feste Maschen und die letzten beiden maschen wir ab. So, jetzt sind wir fertig damit.